Die Dame und die beiden Herren, die wir hier heute Abend zu Gast haben, machen in den letzten 3, 4 Jahren eigentlich nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass man sich mit diesem Pass nicht schämen muss für die Popmusik, die es in diesem Lande gibt. Und von daher wäre es mir ein besonderes Anliegen, zu willkommen zu heißen, Kitschkrieg. Hi. Hi. Das ist auch eine besondere Premiere, weil zum ersten Mal komplett Kitschkrieg auf einer Couch. Applaus für Ahudat. Ching, ching. Und ihr seid, Fizzle. Vici. so nennt eure Mutter euch hoffentlich nicht, oder? Eher nicht, aber es ist schon hängen geblieben. Ne? Spitznamen sucht man sich nicht aus und wird die nicht los. Erzähl mir davon, aber ja. Ihr seid alle an sehr unterschiedlichen Stellen dieses Landes geboren, in einem relativ ähnlichen Zeitraum. Ja, ich komme ganz tief aus dem Westen, aus Krefeld ursprünglich an der holländischen Grenze und geboren 79. Ne? Eigentlich müssten wir so sitzen. Ich bin aus dem Zonenrandgebiet, aus Braunschweig, und sie ist ganz weit im Osten geboren. Ich nehme das mal als Ja. So. Also Braunschweig, ich hoffe, du hast nichts mit Fußball am Hut. Gut, dann können wir das Thema schon mal direkt überspringen und machen eine halbe Stunde früher Schluss. Das läuft gerade so, geht so, glaube ich. Ja. Ja. Ich habe kaum Erinnerungen an Braunschweig. Ich habe mein Mikro gefunden. Ah, sehr schön. Ja. Dieses ganz weit im Osten, wo ganz weit im Osten wäre das denn? Ganz tief an der tschechischen Grenze. Dann bist du wahrscheinlich eine der wenigen Personen in diesem Gebäude, die auch Dinge gehört haben, die genau hier aufgenommen wurden. Ja, wahrscheinlich. Jahrgang 81. Hat es, also so dieses Funkhaus oder so, hat es in irgendeiner Weise eine Bedeutung gehabt? Also ist es sowas wie ZDF Lerchenberg oder sowas, was man als Kind so kennt? Nee, für mich nicht, nee. Ich frage deswegen dezidiert nach, weil als ich die Platte das erste Mal hörte, von der wir gerade ein Stück hörten, eben Trettmanns DIY-Album, was ihr komplett produziert habt, richtig? Ja, komplett von uns. Das ist, mich auf so eine ganz komische Art erinnerte an, was Günther Fischer auf Amiga damals mit Manfred Krug auch gemacht hat und in Räumen wie hier dann ja auch live aufgenommen wurde. Inwiefern? Weil ich kann es gar nicht einordnen. Das ist mir schon ein paar Mal begegnet, dass Leute das gesagt haben. Ich kenne weder diese Aufnahmen noch, also ich habe das nicht gehört, ich kann das nicht in Verbindung bringen. Vielleicht kannst du uns erklären, was dich erinnert. So. Also so Leute aus unserer Generation, wie so oft mit Musik, die älter ist als wir, haben wir das durch Hip-Hop kennengelernt. Ja. Und in dem Fall war das 1-2, die Baden gehen zum Beispiel gesampelt haben, was auf einer dieser Manfred Krug-Platten drauf waren. Und für Manfred Krug war für viele von uns halt der komische Fernsehkommentator, Anwalt war er ja. Oder der schlecht gelaunte Lastwagenfahrer. Ja. Und dann irgendwann so, der hat auch gesungen und so. Und dann waren diese Platten natürlich nicht für bezahlbares Geld irgendwo zu haben. Und lustigerweise dann in Plattenläden, gar nicht weit weg von hier, gab es dann doch mal 2, 3 davon. Und dort wurde eigentlich so Ende der 60er, Anfang der 70er mit großem Big Band Orchester Jazz eigentlich aufgenommen. Und dieser Typ aus der Telekom-Werbung hat darüber gesungen, wie als wäre er eigentlich aus dem Mississippi-Delta. Und hat halt so echt den Blues gehabt und das in Worte gefasst, die überhaupt nicht peinlich waren und trotzdem sehr von tiefsitzenden emotionalen Dingen gesprochen. Verstehe. Eigene Texte oder hat er englische Sachen übersetzt praktisch? Nee, da wurde Deutsch geschrieben und so ähnlich wie halt so in Brasilien zum Beispiel zu der Zeit auch so Regimekritisches in so Metaphern verpackt wie Baden gehen zum Beispiel. Okay. Oder Billie Holiday halt. Oder verstehe, ja. Die Verbindung macht Sinn. Also Tretti hat auf jeden Fall den Blues und ist sehr geschickt darin, auf Deutsch zu texten und irgendwie die Sachen unpeinlich zu sagen, kleine Bilder zu zeichnen und Emotionen irgendwie auszulösen. Er hat halt ein derbes Talent, irgendwie das auf Deutsch flüssig und unpeinlich hinzubekommen und die Stimme ist halt einfach
ja, er hat halt den Blues, ne? Besser kann man das nicht beschreiben, finde ich. Als ihr das erste Mal mit seiner Arbeit in Berührung gekommen seid, war das wahrscheinlich noch nicht ganz so zu erkennen. Das war gegenteilig eigentlich, ne? Weil er war ja früher der Ronny Trettmann, der lustige Reggae-Sachse, der sich einen Spaß gemacht hat, deutschen Reggae zu verarschen. Und so Sachen wie der Sommer ist für alle da, so hat er gemacht. Also das genaue Gegenteil von dem. Und dann gab es in seiner vorherigen Diskografie immer mal wieder diese Lieder auf so Alben zwischen 14 Klamauk-Nummern, wo man irgendwie dachte, okay, krass, da ist ja noch was anderes zu entdecken oder zu hören. So zum Beispiel auf seinem Album Tanz auf dem Vulkan heißt das, da ist ein Song drauf, Schwarzer Sonntag. Und da hörst du halt ganz deutlich, wie er den Blues hat und diese Geschichte erzählt. Das heißt, das war immer da, aber er hat das nicht verfolgt, beziehungsweise die Produzenten, die mit ihm gearbeitet haben, haben in eine andere Richtung gezielt. Und wir haben uns diese Facette von ihm gepickt als Künstler und die herausgearbeitet. Das war ja auch, also keine Ahnung, ihr habt ja auch Dancehall aufgelegt und da war ja auch der Typ, der neben diesen Sommerhits, naja, zumindest so veritable Dancehall-Burner hatte, Definitiv. wie Rangieren und so. In seinem Genre war er der Boss. Also wenn man über deutschen Dancehall redet und diese Miniszene betrachtet, war er mit Abstand der Beste, Einzige und hat da alle Preise, dies, das, alles gewonnen, was man da so gewinnen kann. Aber irgendwann war dann halt die Grenze erreicht, weil Reggae und Dancehall in Deutschland ist natürlich eine überschaubare Szene. Das ist jetzt kein Riesending, ne? Überschaubar, soweit, dass auch ihr euch über diese Szene kennengelernt habt. Ja, genau. Also Braunschweig, Bodensatz der deutschen Dancehall-Szene. Daraus ist Kitschkrieg entstanden, kann man sagen. aber wie bei Kaffeesatz ist es dann halt auch so, dass man da ganz gescheiten Dünger draus machen kann. So sieht's aus. Wisst ihr noch, wann ihr einander das erste Mal wirklich Aug in Aug gegenübergestanden habt? Also ich erinnere mich ganz genau an mein erstes Treffen mit Fidschi. Das war in Braunschweig im Brain Club, relativ legendärer Laden da in der Stadt, eine kleine Diskothek, wo man halt so landet, wenn man auflegt in Deutschland, dann kommt man definitiv irgendwann in Braunschweig in den Brain Club. Und da stand er halt und hat Eigenproduktionen abgefeuert über selbstgebaute Controller mit seinem Projekt, was er vorher gemacht hat, Simbis. Und für mich war das halt so, okay, krass, weil normalerweise stehst du halt und jemand legt da mit Turntables oder CD-Playern auf. Er stand da aber mit so einer selbstgebauten Kiste und hat so Knöpfe gedrückt und eigene Songs davon abgespielt. Und das war zu dem Zeitpunkt halt, ich hatte das noch nie gesehen. Ne? Und danach habe ich das auch nicht mehr gesehen. Du meinst, in der Weltstadt Krefeld gab es das alles nicht? Da war das nicht vorhanden. Nö. Dann hat er uns nach Krefeld gebucht. Das war, glaube ich, eins unserer ersten überregionalen Bookings. Wie lief das? Da war nicht so viel los. Also keine Es ging Ahnung. bergauf langsam. Genau, ich erinnere mich, wir Backstage standen und ich sagte, okay, da ist jetzt niemand gekommen, ich fahre mal zum Geldautomaten und hole eure Gage. Ich glaube, das wird heute nichts mehr so. Ne? So. Ja. So haben wir uns kennengelernt. Und Ahudat, wir haben sehr viel Zeit zusammen auf Dancehall-Partys in Köln verbracht und haben uns da halt alle Soundsystems Deutschlands angeguckt. Pow Pow Movement, die Berliner Supersonic und diese ganze Ära von Soundsys, Concrete Jungle, Barney Miller, all diese Leute so, ne, das war die Hochzeit von Dancehall, als das in Deutschland neu war und da echt eine Begeisterung für war, die Partys voll waren und das war eine gute Zeit, so, da haben wir uns das alles reingefahren. Hatte Gerd Gummersbach seinen Laden dann noch? Genau, den hatte er da und wenn du halt den Lift nicht benutzt hast am Plattenteller, dann bist du gestorben. So, ne? Also dann hat er wirklich Sachen auf dich geworfen. So halt, Lift benutzen, okay, sorry. Ja, So. alle Mixtapes bei Gerd Gummersbach gekauft. Ja. Chris kenne ich seit 3. Juni 2014. So läuft es immer. Sie ist die Chronistin. Wie lange gibt es Zwei. Kitschkrieg schon? Also zwischen 2 und 4 Jahren. Und sie kann dann aber so genau sagen, wie viele Tage. Also seit wann gibt es Kitschkrieg? Wir haben bald 4-Jähriges. Hey.
Ja, aber besser vorher mal einen Kalender eintragen lassen, weil es gibt Ärger. Woran machst du das eigentlich fest? An welchem Tag? Wann ist die Gründung? Gibt unterschiedliche Stationen. Eigentlich der 1.11.2014. Da haben wir es. Okay. Und was ist an diesem 1.11. passiert? Da bin ich mit dem Koffer nach Berlin gekommen von Köln. Stimmt. Einer Schuhkiste und einem Koffer. Legendär. Ja. Und dann haben wir zu dritt in der WG gewohnt seitdem. Und zwar eigentlich bis vor kurzem, weil bei uns war sozusagen immer Ansage, wenn es irgendwann gut genug läuft, so dann leisten wir uns eigene Wohnungen, also jeder für sich. Und das haben wir jetzt geschafft. Yeah. Es läuft richtig. Yeah. Aber habt ihr dann keine Angst, dass dann so der Kitschkrieg-Kit fehlt? Witzigerweise war das auch die Reaktion. Also als Fisse auf Facebook dann gepostet hat, ey, ich suche eine Wohnung, dann hat mein Bruder mich angerufen, ey, alles okay bei euch? Dazu wohnen wir auch nicht weit genug auseinander. Also wir wohnen alle immer noch im Umkreis von wenigen Metern in Kreuzberg und da ist zu viel Kit. Genau, also wir hängen halt jeden Tag, weiß nicht, unser Studio ist da, dann haben wir jetzt so einen kleinen Laden, den wir gerade frisch machen und wir sind halt jeden Tag zusammen, aber es ist dann schon schön, abends nach Hause gehen zu können und die beiden nicht zu sehen. Also ich meine, ihr hattet in der WG dann ja wahrscheinlich auch genug Zeit, euch darüber zu verständigen, wer so spült, wer den Müll runterbringt und so. Wie teilt ihr das denn bei, was seid ihr denn am Ende eigentlich? Ein Produktionsteam, ein Label, eine Multimedia-Entity? Ich weiß gar nicht, was eine Entity ist, aber... Klingt auf jeden Fall schon mal sehr offiziell so, ja. Es ist, ich weiß nicht, also wir haben aufgehört zu versuchen, das zu beschreiben. Wir machen Musik, machen Fotografie und Videokunst, machen Klamotten und alles, was uns interessiert. Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich einfach eine Marke, die irgendwelchen Content in die und die und die Richtung macht. Und also wir haben uns schon entschieden dazu, jetzt nicht zu versuchen, eine Band zu werden zum Beispiel. Was ja irgendwann so im Raum steht, was macht man jetzt damit, wie bringt man das auf eine Bühne eventuell auch und so und wie sehr geht es dann auch um uns als Personen oder nicht und eigentlich versuchen wir schon immer eher die Arbeit und den Namen und das Logo in den Mittelpunkt zu stellen und die Leute, mit denen wir dann arbeiten, als jetzt eine Band zu werden und selber sich da zu sehr nach vorne zu drängen. Was das Logo angeht, bist du als Krefelder zuständig für die LA Kings Referenz oder? nee, das war er. Gegen den Widerstand von Nicole. Ja. Oder, sorry. Ja, ich habe mich Das nur steht irgendwann auf mal einem anderen gewundert, Blatt. so seit wann stehen denn plötzlich alle irgendwie hier auf NHL und wie das halt so ist mit dreckiger Brille. Und, Das ist eher eine kulturelle Referenz an Gangster-Rap aus L.A., weil man das eher so NWA und so weiter und die haben halt so Raiders und Kings und so gesportet. Also es ist so ein bisschen um die Ecke. Verstehe. Wir haben jetzt eben zwar Tretti kurz gehört und gehen natürlich davon aus, dass hier nur Fans sind, aber vielleicht können wir so, auch um zu diesem Soundsystem-Thema zu kommen, mal so einen kurzen Abriss haben, was ihr eigentlich seit dem 1.11.2014 alles so verbrochen habt, damit Leute vielleicht ein bisschen mehr Kontext noch bekommen. Ja, also wir haben angefangen mit der erste Kitschkrieg-Release ist eine EP mit dem Sänger Noah Slee aus Neuseeland. Da können wir mal kurz Wie zur Hölle kommen denn Leute aus und dort? Soundcloud, klassisches Soundcloud-Szenario, also wirklich, man lädt seine Musik auf Soundcloud und guckt dann halt irgendwann in die Messages rein, da schreibt dir jemand, hey, ich komme nach Berlin und irgendwie habe ich eure Musik gehört und ich finde es interessant, lasst doch mal treffen. Getroffen und halt Zeit gemeinsam verbracht und dann die erste Kitschkrieg-EP praktisch gemacht. Das war der Start der ganzen Unternehmung. Das hat noch relativ lange gedauert. Da haben wir so ein bestimmten Jahr oder so für diese EP benötigt oder gebraucht. Und danach ging es dann über in die Phase, wo wir mit Tretti diese EPs gemacht haben, die dann halt auch Kitschkrieg-EPs hießen. Davon haben wir 3 Stück gemacht, Kitschkrieg 1, 2, 3.
Und das war der Startpunkt für den Neustart von Trettmann und von da aus ging es dann weiter. Dann haben wir mit Tretti zusammen eine EP mit Megalo gemacht, die Herb und Mango EP, also Trettmann, Kitschkrieg, Megalo. Dann haben wir gemacht für Raff und Bones eine EP, die dann in deren Palmen aus Plastikbox drin war, also eine Dancehall-EP mit Raff, Bones und Tretti. Dann haben wir mit Haiti gearbeitet und die Toxic EP gemacht. Und über die Arbeit mit ihr haben wir Joey Bargeld kennengelernt, mit dem haben wir dann auch 3 EPs veröffentlicht. Also wir mögen EPs, wie ihr irgendwie vielleicht mitkriegt, ne? Das ist irgendwie ein schönes, kurzes Format, was man gut machen kann. Genau, und dann haben wir uns halt hingesetzt und das Trettmann DIY-Album gemacht. Und das ist eigentlich gerade so der Stand. Und das Haiti-Album hast du unterschlagen. Stimmt, das Haiti-Album Montenegro Zero, sorry, haben wir auch gemacht. Das ist in den 4 Jahren die Musik, die wir geschaffen haben und die ein oder andere Single für befreundete Künstler auf so einem Album. Aber eigentlich probieren wir immer so ganze Projekte zu machen und jetzt nicht irgendwie Beats rumschicken und hier und da ein Beat unterbringen auf irgendeinem Album. Können wir vielleicht mit Raver anfangen, so, weil in Berlin und so, und den ein oder anderen Eindruck kurz mal haben, damit Leute vielleicht auch ein bisschen mehr... Ja, Raver ist von Kitschkrieg 2 aus dem Jahr 2016. Wie haben eigentlich so Trettis alte Dancehall-Kumpels darauf so reagiert? Eigentlich ziemlich gut, muss man sagen. Also es gab keine Kritik aus der Richtung oder so. Die haben sich eigentlich gefreut darüber, dass das für Tretti funktioniert. Ne, das war kein großes Problem. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte davor auch, ist ja häufig, wenn ein Künstler sich so krass verändert und man dann irgendwie noch so Neustart und jetzt richtig und so betitelt wird, ist ja oft peinlich und schlimm und man diskreditiert alles, was davor war. Ist uns nicht wirklich begegnet da, sondern die Leute haben, glaube ich, anerkannt, dass es recht ehrliche Musik ist und deshalb nicht so wirklich zu haten ist. Ich glaube, wir haben uns auch ziemlich doll darauf konzentriert, was wir darüber denken. Also diese ganze EP-Phase war ja im Grunde auch so eine Selbstfindungsphase für die Crew, weil davor hieß es auch noch nicht Kitschkrieg und es war der Beschluss, okay, wir nennen uns jetzt so und wir sind alle Teil dessen und wir nennen die EPs auch so, damit es so einen Teamgeist gibt, weil außer Teamgeist gab es halt auch nicht wirklich viel anzubieten. Also es stand ja im Raum, also es war nicht klar, dass da Geld mitzumachen war oder sonst irgendwas. Also ein bisschen Wir-Gefühl war halt alles, was da zu holen war. Wer von euch hat denn da die Rave-Kompetenz mit reingebracht? Ja, Tretti selbst. Ja, Tretti ist schon richtiger Raver. Eigentlich auch der einzige von uns, wenn man... Ja, so auf dem Level wie Tretti raved keiner von uns, muss man sagen. Es hört sich so an, als seien Geheimagenten im Raum. Ja. Wollen wir noch ein Rave-Lied hören? Ich habe noch ein schönes Rave-Lied. Wollt ihr noch ein Rave-Lied hören? Ja, schöne Erinnerung, das Lied. Wenn wir das so hören gerade, gut, dass du fragst, glaube ich, in der Phase war es ziemlich interessant, dass wir so viele Sachen für uns entdeckt haben. Zum Beispiel, wir zitieren da ja ziemlich schamlos The Streets, Blinded by the Lights. Klauen oder zitieren ist so ein bisschen blurry, aber wir haben angefangen, sozusagen uns weniger zu überlegen, ob man das halt darf oder nicht, sondern gedacht, wenn es dem Song gut tut, dann machen wir diese Dinge einfach. Und halt auch in der Findung von Kitschkrieg, finde ich, war das die Phase, wo man wie vorher bei Tretti jetzt so eine neue Künstlerin gesehen hat und gedacht hat, okay, die hat eine Facette, dieses düstere, traurige, was vorher hier und da mal aufblitzt, aber das wollen wir ja nochmal rausarbeiten, so auf EP-Länge oder wie auch immer. Und haben angefangen, sozusagen von den Künstlern, mit denen wir arbeiten, so unsere Visionen mehr einzubringen, zu fordern, dass das halt rauskommt. So. Und zum Beispiel der Song, den haben die dann halt mit, keine Ahnung, wie lange die nicht gepennt haben, kamen dann ins Studio und waren total drüber und Fizze hat die irgendwie aufgenommen und hat mir dann irgendwie dieses A Cappella geschickt, über irgendein Beat,
viel zu laut über die Kopfhörer, also man hört halt so die Hi-Hat noch so durch den Kopfhörer durch. Und dann haben wir das quasi so geremixed und gemacht und dann war es dieses wunderschöne Lied, was es jetzt ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Anteil von lila Wolken, RTL-Tauglichkeit und Findest du? ja, das ist, ich glaube, wenn so ein RTL-Mensch wo reinläuft und sagt, die Modis so. kriege ich nicht verkauft, aber das kann ich meinem Redakteur dann wiederum vorstellen. Es hat auf jeden Fall es hat so eine Nullerjahre-Urbanität. So. Und diese Steps, dieses recht schamlose Zitat ist ja auf jeden Fall so Achtung, After Hour. Ja, ist auch soundmäßig so, ne, diese Rave-Synths und so weiter, die irgendwie hart an der Grenze sind zu, erlaube ich mir das? Ich finde es aber eigentlich voll schön und das war so ein bisschen der Punkt, wo das gekippt ist in, ist egal, ob man das darf oder nicht, wenn es geil ist, machen wir es. Aber das muss man sich halt auch erstmal trauen und da hilft es ja vielleicht auch. Da hilft es, wenn Haiti und Joey Bargeld voll drüber ins Studio stolpern. Das ist ja die andere Stelle, wenn du da nichts drüber weißt und das erste Mal hörst, denkst du auch so, wie alt sind diese Personen eigentlich? Weil, also so auch dieses ganze Denglisch da drin, denkst du so, das klingt ja auch so ein bisschen so, als würden BWLer versuchen, Jugendsprache zu sprechen, aber von 1994 irgendwie. Oh. Dürfen wir das zitieren? Ja, hat mir auch gut gefallen. Ja, aber ist halt, keine Ahnung, ne? In dem Zustand, in dem die waren, ist das halt sehr echt. Ne? Also ich glaube nicht, dass sich da irgendjemand Gedanken gemacht hat, wie wirkt das, was kann ich jetzt hier sagen, sondern das musste raus und ich habe ein Mikro drauf gehalten. Das war alles, ne? Das ist der Moment und wie poppig das dann am Ende erscheint, hat mich gerade auch überrascht, weil der Moment war alles andere als poppig. Das war halt auch geil, weil du hast diese Session mit dir gemacht und warst auch abgenervt, weil Joey Richtig Bargeld war schlimm. auch ein sehr windiger Typ, den man das erste Mal sieht, wo man auch so denkt, hoffentlich klaut er ja nichts und er ist halt und warst halt eher genervt davon. Und ich weiß, dass noch ein Song in der Session entstanden ist und das so ein bisschen mitgeschickt wurde, so nach dem Motto, ja, hier und das, also du. Das gibt's auch noch. Und an den anderen Song erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mal, welcher der andere war. Weißt du noch welcher? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß aber, weil ich war nicht in Berlin und Fizzle hat mir das geschickt und ich war als erstes mit diesem, das ist ein anderer Song, Hero für ein Fuffi, als ich halt diese Joey gehört habe am Anfang, war direkt klar, okay, mit dem muss man auf jeden Fall auch arbeiten. So halt Uns war das nicht so klar. Nee, mir war das nicht sofort klar. Ja, aber das hat auch so ein bisschen geformt, dass wir dann manchmal angefangen haben, in so Ping-Pong-Verfahren zu arbeiten. Also, weil ich dann bei der Session nicht dabei war oder nur am Anfang, war ich nicht genervt und konnte das nochmal anders bewerten. Und dann umgekehrt ist es häufig auch so. Also, dass wir jetzt nicht immer alles gleichzeitig machen, sondern halt fast so in Schichten dann arbeiten. Das ist ja für viele, die versuchen, mit ihren Beats Geld zu verdienen, kein ganz uninteressanter Moment. Ja, das Interessante ist, Beats sind Beats, Songs sind Songs. Und wie wird A oder B zu S? Mit A, B, C. Wow. Also so Algebra für Einsteiger? Nein, aber also im Teamplay halt, weil irgendwie, das war so eine Weisheit, die Eisfeld, so, das ist mir so ins Gehirn tätowiert worden, dass er meinte so, ja, das ist ein geiler Beat, aber geile Beats sind geile Beats. So, wir brauchen Songs, wir brauchen Lieder. Aber das ist ja ein ganz gutes Beispiel, weil selbst er oder seine Crew hatten ja auch verschiedene Phasen und man merkt auf jeden Fall immer ganz stark, dass sie besser waren, wenn sie jemanden hatten, an dem sie sich reiben konnten und der auch nochmal sagen konnte so, ja, geile Idee, aber das geht schon nochmal anders. Und also so, das ist ja nicht die komfortabelste Position, in der man da ist, weil dann so ein zartes, leuchtturmgroßes Künstlerego im Studio steht und man denkt dann aber gerade so, ja, schön und gut, es strahlt zwar, aber es wäre noch viel strahlender, wenn es jetzt so oder so passieren würde. Ja, aber das ist genau der Moment, in dem man ehrlich sein muss. Und im Normalfall ist der Künstler sehr, sehr dankbar für, weil wenn man es nicht sagt, dann wird der Song halt so halb gut und dann stellt er sich irgendwann auf eine Bühne und erfährt dann in dem Moment, dass es nur so halb gut ist. Und das ist viel, viel brutaler,
als wenn du das halt so direkt im Studio klärst und sagst, guck mal hier, so ist mein Gefühl, ich glaube, da kann man noch besser. Also diese Ehrlichkeit im Studio bei der Aufnahme, beim Songwriting ist extrem wichtig und ich habe nicht einmal erlebt, dass ein Künstler böse war, egal was für ein Künstler. Es wurden auch Songs abgesagt. Genau, Verse neu, das ganz anders, komplett wegwerfen, also ne, so die schlimmsten vorstellbaren Szenarien und es war nicht einmal ein Künstler sauer, sondern das genaue Gegenteil. Weil mit wachsendem Erfolg hast du halt auch eine Crew um dich rum, die leben eventuell auch von dir und mit dir und dieses typische Ja-Sager und König im eigenen Staat führt halt natürlich dazu, dass man dieses, was du vielleicht mit dem Aneinanderreiben gemeint hast, verliert. Wir versuchen schon auch so untereinander diese Reibung zu kultivieren. Also natürlich ist man sich nicht immer einig, aber das ist halt voll der Vorteil. Total. Also so ein Beispiel, was jetzt vor 2 Tagen war, haben wir so neue Sachen dem Eisfeld vorgespielt und der hat dann halt sich das angehört und gesagt so, mega, der ganze Aufbau, so wie das zur Hookline hinführt und dann nichts. Hook enttäuschend. Hook, Stacheldraht, nicht mal Stacheldraht, einfach nichts. Das ist einfach nur Scheiße. Okay, cool, danke. Aber das ist überhaupt nicht verletzend in dem Moment, sondern ist halt einfach nur hilfreich, dass man sich den Song wirklich nochmal anhört und überlegt, wie kommt der jetzt dazu, das zu sagen, so, ne? Weil das ja wirklich, wir haben da jetzt nicht irgendwie wenig Zeit mit verbracht, die Hookline dahin zu designen und den ganzen anderen Kram und dann hörst du dir halt das an, aber mir hat das in dem Falle dann auch wirklich geholfen, den Song nochmal anders zu hören und ich kann halt verstehen, was der meint, so, ne? Aber wie lange hast du gebraucht von dem ersten Punch in den Magen? Und sagtest, Nikos, es geht ja um die Haltung, mit der man dieses Gespräch führt. Also der puncht dir ja nicht in den Magen. Ja, sondern also, es geht wirklich um eine... Ja, aber ich glaube, wir haben halt dieses Ego-Ding auch nicht mehr. So, das ist komplett weg. Man muss sich halt sagen können, ey, das ist scheiße. Das ist eine schlechte Hook, das ist ein schlechtes Bild, das ist ganz normal bei uns und das haben wir inzwischen so oft gemacht, um deine Frage zu beantworten. Ich habe mich da gar nicht gepuncht gefühlt, sondern einfach nur so, okay, cool, danke. Wir haben bei der letzten Lecture, glaube ich, darüber geredet, da ging es halt darum, so Künstler-Ego und das zu bewerten und wie kann man das einordnen. Und da ist damals mir so beim Reden aufgefallen, dass es so ist, dass wir uns ganz oft so über das große Ziel halt unterhalten und darüber, wo die Reise hingehen soll und was folgerichtig das nächste kleinere Ziel ist und so weiter und so fort. Deswegen sind halt kleine Uneinigkeiten im Alltag in der Perspektive des großen Ziels auch relativ unwichtig. Also das Genau. Ego... Ob die eine Hook jetzt scheiße ist, ist wirklich nicht so das oder ob Problem. Fizzy jetzt recht hat in dem Moment. Also das ist irgendwie... ist wichtiger, dass der Flow nicht aufgehalten wird und dass es halt weitergeht. Könnt ihr noch nachvollziehen, gerade so mit Chronistin, wann ihr das Ego dann auch einigermaßen zuverlässig über Bord geworfen habt? Ich glaube nach der ersten EP, für die wir ein Jahr gebraucht haben, weil danach haben alle EPs so viel weniger Zeit und so viel weniger Krampf in Anspruch genommen. Also es muss da irgendwo passiert sein, weil vorher hatten wir halt, ich meine, wenn du ein Jahr für 4 Lieder brauchst, musst du dich halt fragen, okay, was, und das waren jetzt... Mietenfreundlich ist es nicht. Was? Besonders freundlich, um die Miete bezahlen zu können, ist es jetzt nicht. Nee, das hat wenig Sinn gemacht. Alles. Und ich glaube, da haben wir das dann halt irgendwie erkannt, dass das ein Problem ist. So, ne? Da dieses Ego geht ja einher mit Geschmack. Oft sind solche Sachen einfach eine Geschmacksdiskussion und das hat keinen Sinn gemacht in dem Rahmen. Und wir haben dann total pragmatisch so Zuständigkeitsbereiche aufgemacht und gesagt, du machst da die Entscheidung, du machst da die Entscheidung, du machst da die Entscheidung. Ob ich jetzt jedes Mal finde, dass es das Foto ist, auf dem ich am schönsten aussehe, was häufig nicht so ist, ist voll egal, weil ich das nicht zu entscheiden habe, weil wenn wir uns jetzt darüber streiten würden, dann ja, und die das Zeit passiert im nutzt Normalfall. man besser. Genau, das Oder passiert anders. aber im Normalfall, dass du halt, ne, also die Fotodiskussion ist halt eine typische, dann, ne, einige dich mal mit 3, 4 Leuten auf ein Foto, wo 3, 4 Wer Leute steht drauf vorne? sind. Wer steht, und ich sehe da scheiße aus und jeder sieht ja nur sich. Also ist es vielleicht irgendwie effektiver, den Bereich einfach jemandem zu überlassen, der sich mit der Und- Fotokunst beschäftigt und das entscheidet. Um bei dem Beispiel zu bleiben, Packt nicht auf
Jeder, Fotos rum. nee, weil du meistens auf den Fotos nicht drauf bist, weil du die Fotos machst, bist du safe die einzige Person, die das Foto wirklich bewerten kann. Weil ich gucke mir nur auf die krumme Nase. Ja, und ich glaube auch ein Faktor ist, dass man halt irgendwann begriffen hat, dass man aufhören muss, Sachen tot zu diskutieren, weil du kannst es halt endlos immer weiterführen, dann wären die Sachen aber einfach nie fertig. Man muss in der Lage sein, irgendwie so bei den letzten 20%, wenn man die Sachen fertig macht, sich nochmal so rauszuziehen, das so objektiv zu betrachten. Weil, keine Ahnung, wenn die beiden einen Song machen, stecken die halt manchmal auch einfach so tief da drin und nerden halt ab. Und wenn halt einfach jemand reinsteppt und sagt, ja, keine Ahnung, ist halt fertig, ist schön, berührt mich, dann ist das halt fertig. Weil viele, glaube ich, machen auch den Fehler, die packen dann noch ein Layer drauf und noch ein Layer und hier und da und erkennen halt nicht, dass es eigentlich fertig ist. Und dann kann das halt raus, next. Das ist das nächste Beispiel, wenn Nicole das sagt, also die Arbeit des anderen zu bewerten, wenn man halt nicht so sehr in diesem Detail steckt und halt betriebsblind ist, sondern halt mit einem frischen Ohr reinkommt. Und wir sind ja unterschiedliche Menschen und haben halt unterschiedliche Begabungen. Frauen fühlen ja besser, als, ich weiß nicht, ob die besser, aber sind so mehr in Tune mit ihrer Emotionalität häufig. So und so dieses Ding Was so er sagen will, ist, Frauen weinen viel. Ich dachte, er wollte mich jetzt zum Weinen bringen, so mit seiner Anschuldigung hier so. War nicht so gemeint. Bist du Aber sicher? eben die Überprüfung so, ist es am Ende ein gutes Lied, also steckt da eine Emotionalität drin, wird da noch was transportiert oder ist es einfach nur die fetteste Snare und, weißt du, also tot generdet so. Vielleicht ist es auch ein ganz gutes Stichpunkt, um mal ein bisschen was auch von deinem Anteil an Kitschkrieg zu zeigen. Könnten wir bitte das Video zu Jamaika sehen? Es ist ja immer ziemlich brutal, wenn man seine eigene Arbeit auch noch vor anderen Leuten sich nochmal anschauen muss. Ja, aber irgendwie auch schön, weil ich habe es lange nicht gesehen und es war jetzt schon irgendwie schön zu sehen. Wie lange ist das her? Februar Ich vermisse die 2018. Obstfrau. Ja, also ne, es ist natürlich auch schön, wenn du mit deinen Freunden um die Welt reisen kannst und dann deine Sache machst und das wird dann noch so schön festgehalten. Ja, schöne Sache. Woher kommt die Entscheidung, auf Schwarz-Weiß zu arbeiten? Es gibt ja so den Running Gag, dass ich farbenblind bin. Ist bis heute nicht geklärt abschließend. Also es hat noch keiner einen Bootsschein gemacht, weil da musst du ja auch nochmal so prüfen und so. Ich habe einen Führerschein, also ich glaube, ich bin nicht farbenblind. Es weiß nicht, es ist einfach es hat sich eigentlich ziemlich natürlich ergeben. Ich mochte dieses Schwarz-Weiß schon immer. Und ich habe diese Kamera gekauft. Nee, du hast die gekauft, ne? Ja? Ja, auf Kredit. Ja. Wie heißt das? Genau. Haben wir 5 Jahre abbezahlt, glaube ich. Also reden wir dann eher von sowas Leica-haften oder so, Nö, wenn es 5 Jahre abbezahlt werden muss. So broke waren wir. ja, richtig broke. Nee, hat sich irgendwie so natürlich gefunden, hat gepasst. Ich mochte das schon immer so. Und ja. Wir fanden auch, dass das passt zu dem, was wir audiomäßig machen, weil das halt auch so Reduktion ist und viel Schwarzräume, viel Pause, weniger ist mehr. Ja, ist, was so dieses Look and Feel angeht, glaube ich, ist es echt ähnlich zur Musik. Also gerade, weiß ich nicht, wenn man sich jetzt Tretti anguckt, Haiti, Joey Bargeld, man lässt die nicht irgendwas sagen, was sie nicht backen können. Das ist halt schon alles echt. Und so, was die Fotos angeht, geht es auch darum, jetzt nicht aus jemandem was zu machen, weil er halt, was er nicht ist. Und das Foto kann super technisch, super schön ausgeleuchtet, richtig stylisch durchgestylt sein. Wenn man halt nichts fühlt,
dann funktioniert das nicht, für mich jedenfalls. Und was auch so, glaube ich, in der Fotografie ähnlich ist wie mit der Musik von Kitschkrieg, dass diese Pausen, das Weglassen, dann hat man ein Foto, da sieht man eine große Schwarzfläche und dann ist da Rauch und dann ist da Tretti in so Mini, aber trotzdem löst es halt was aus. Oder Wiederholungen, die man in der Musik macht, irgendwelche Stilmittel sind es halt in den Fotos, die Spiegelung. Eine Stimme, die wegbricht, ist halt in den Fotos ein kaputter Fußboden, wo gerade schön das Licht drauf fällt. Ihr nutzt es aber halt nicht nur fürs Netz, sondern auch in den Live-Shows und als ziemlich bedeutenden Bestandteil der Live-Show am Ende auch. Ja, jetzt neu. Jetzt neu im Angebot. Ja, weil, wie Ahudat schon sagte, also das transportiert halt sehr viel Stimmung. Ne? Wenn man sich zum Beispiel Trettmanns Splash Show anschaut, da hatten wir dann halt einen schönen Abendspot. Also es war halt dunkel und dann im Hintergrund diese Schwarz-Weiß-Bilder oder Bewegtbilder und das ein bisschen weitergearbeitet für eine Live-Show mit dem passenden Licht dazu, wo halt, glaube ich, auch an einem Moment der Show mal kurz Farbe reinkommt beim Licht. Ansonsten ist es halt weißes Licht und spielt halt auch einfach nur mit diesem Schwarz-Weiß-Ding. Das connectet halt ganz gut und unterstreicht irgendwie die Stimmung des Ganzen sehr gut. Also das fühlt sich einfach so an, als gehört das schon immer zusammen und ist ja auch so. Ne? Das macht irgendwie Sinn für uns. Tretti selber tritt ja heute auch monochromer auf als früher noch. Also ja, genau, weil das war halt die Entscheidung. Wir machen das halt komplett zusammen. Also wir sind ja eigentlich, ist Trettmann wie so eine Band. Und das war eine gemeinsame Entscheidung, dass wir das halt konsequent umsetzen und da unseren Style mitfahren. Und Tretti mag das halt auch. Ne? Also der hat das auch von Anfang an, also man muss sagen, Tretti hat es von Anfang an richtig cool promotet und gefressen und war glücklich, etwas anderes zu machen und kam dann auch mit der Idee, lass die EPs Kitschkrieg nennen, dies, das. Und dadurch ist es einfach so natürlich zusammengewachsen, dass es jetzt einfach dazugehört und dann diese Momente passieren, wo die Bildsprache auch weitergearbeitet wird. Ich erinnere mich daran, dass wir bei Böhmermann waren, der hat den Tretti eingeladen und dann haben die halt Grauer Beton umgesetzt mit dem Orchester und da halt so ihr Fernsehding gemacht mit den Möglichkeiten, die so haben und haben halt Ahudats Video von Grauer Beton weitergearbeitet und dieses Schwarz-Weiß-Ding aufgenommen. Großartig, einfach schön so. Ich glaube, da kommen wir gleich dann auch hin, weil wir haben wie in jeder guten Kochshow auch was vorbereitet. Ja. Aber ich fand es nicht uninteressant, weil wart ihr bei Großvater schon dabei? Nee, nicht in der Konstellation. Also wir waren dabei in Form von, dass wir immer mal für ihn etwas produziert haben mit unseren Vorgängerprojekten oder einen Remix gemacht haben. Also wir sind seit Tag 1, erster Trettmann-Song jemals, gibt es einen Remix von uns praktisch zu. Weil, also so im Nachhinein, also das war ja so ein Moment, wo man dachte so, oh Moment, der Typ funktioniert offensichtlich ein bisschen anders und will auch über andere Sachen reden, als einfach nur Applaus klatschen, wobei das ja auch eine der unterhaltsamsten Metaphern war, die es so gab. Aber das Video war auch, wenn ich mich recht erinnere, auch schon schwarz-weiß. Das war schwarz-weiß, aber Zufall. Also ich glaube, das war sein zweiter, dritter Song und damals war halt, es gab mal das, mal das, mal das. Also das ist wirklich rein zufällig, dass das so war. Da haben wir nichts mit zu tun. Ihr habt gerade Böhmermann gesagt und Grauer Beton. Vor 4 Wochen, glaube ich, mittlerweile schon, ist da ja auch so ein kleiner Zyklus zusammengegangen, in dem Tretti, der aus Karl-Marx-Stadt kommt, dann eben dort aufgetreten ist bei diesem Konzert. Du hast freundlicherweise Einzelteile, die zu dem Stück gehören, schon mal vorbereitet, aber vielleicht, um alle nochmal mit reinzuholen, vielleicht so die Hälfte von dem Video, das war das zweite, was eben angespielt wurde. Ja, also das, was ich ein rundes Gesamtprodukt nennen würde. Also seit Spliff Glaspalast, was ja auch schon sowas wie 35 Jahre her ist oder so, glaube ich, gab es
keinen deutschen Popsong, der zeitgenössisches, was Menschen wirklich bewegt, sehr Persönliches, so verwebt und trotzdem so macht, dass auch ein 13-Jähriger darauf einsteigen kann. Ja, Dankeschön. Ja, also. Wir hatten auch das Gefühl, dass es was Besonderes ist, weil es halt dieses deutsche Thema, was nicht wirklich in Popkultur ordentlich aufgearbeitet wurde, eben behandelt, ohne den ganz großen Pathos. Ja, es gab ja mal dieses Witt, Paul von Dyck Stück, wo man dann aber dann dennoch so leicht komisch berührt ist auf jeden Fall. Und aber hier, also allein dieses, nur damit du weißt, wo ich herkomme, führt es ja total gut nochmal nach hinten zusammen und der Chorus alleine, wie viele Monate vor der Bundestagswahl kam das raus? Das war 3-4 Monate oder sowas? Wann kam das raus? Es kam auf jeden Fall am 22.08. Ja, ich weiß das. Weil wir haben das am 21.08. abends um 22 Uhr fertig gemacht und davor in der Nacht ist mir in Hamburg ein Hotelzimmerfenster aufs Bein gefallen. Das stimmt. True Story. Aber ich habe in Berlin angerufen und gesagt, macht euch keine Sorgen, es geht mir gut. Das Video wird Das fertig. Video wird fertig. Wir können das hochladen um 0 Uhr. Ja, aber was auch so eine Leistung da drin ist, also so ganz interessante sprachliche Figuren, wie aber trotzdem man so eine Wiederholung hat, wie junge Menschen es dann von Young Fuck und keine Ahnung, was in Atlanta halt auch so gewohnt sind. Und trotzdem, also diese Seelenfängerzeile, also weist dir niemandem Schuld zu oder irgendwas, sondern... Nee, ist einfach nur eine Beschreibung von dem, was er wirklich gesehen hat. Er hat das wirklich gesehen, er hat da gelebt und packt einfach die Bilder aus, die er gesehen hat und dann haben wir das halt unterstützt, indem, keine Ahnung, bleib bei dem Bild, erzähl es weiter, weil für mich war es so, ich kannte diese Geschichte nicht, ne? Ich komme aus dem Westen, ich konnte mir das schwer vorstellen, aber wie er die Bilder da aneinander reiht, dann hatte ich das halt auch vor Augen und als wir dann halt auch dahin gefahren sind, um das Video zu drehen, da fügt sich das halt alles zusammen und man versteht schon, wie die Stimmung damals da war und auch wie sie heute da ist. Ne? Also das ist schon sehr gut eingefangen. Der Song ist natürlich auf dem Album auch ein besonderer Song, aber beschreibt auch so ein bisschen den Unterschied zwischen dem Prozess von den EPs zu dem Album, weil wir da viel konzeptioneller vorgegangen sind, teilweise diese Songs eben hatten, bevor wir die Musik dazu hatten. Ich erinnere mich, dass du dann angekommen bist und meintest, hier, es gibt Grauer Beton, das behandelt dieses Thema. Wir brauchen jetzt Musik, die das irgendwie tragen kann, die in den Rest des Albums halt passt, aber halt jetzt kein Turn-up oder zu zeitgeistig ist. Und wie macht man das? Mit der TR-808 Kuhglocke. Genau. Kennt ihr die TR-808? Das ist halt so eine Drum Machine aus den 80er Jahren. Ich habe das gerade heimlich nochmal gewikipediert, also 1980, also ein japanisches Drum Machine von Roland. Und Tretti hat halt diese Kuhglocke immer so gefeiert. Und das war fast so ein interner Gag. Und natürlich ist es kein witziges Lied, aber es ist lustig, dass die Kuhglocke dann da so ein tragendes Element geworden ist. In der Zeit-Rezension haben sie es einmal fälschlich als Gameboy-Sound beschrieben. Ich würde hier ganz gerne mal kurz das richtigstellen. Ja, lass mich noch eine Sache sagen, weil du sagtest, junge Menschen kennen das von Young Thug und so. Und das ist halt wirklich das, was es ist. Es ist in der Grundversion, natürlich hat die dann noch mehrere Stufen durchlaufen textlich, aber es ist geschrieben auf einen Mike Will Made It Beat. Und das überträgt sich, keine Ahnung, ne? Irgend so ein Mike Will Made It Beat. Ne? Und daran sieht man halt einfach, wie Schreiben auch sein kann. Ne? Wenn jemand gerade was fühlt, den Beat, ja, dann schreibst du einen Song da drauf und dann hast du danach einen Text und den betrachtet man nochmal losgelöst vom Beat und dann irgendwann findet sich die Musik dazu. So ist praktisch die Reise bei Grauer Beton gewesen. Bevor wir auf den Teppich gehen, der rund um den Text da gewoben wurde, an welchen Stellen
nehmt ihr euch denn zurück? Weil es sind ja teilweise auch sehr persönliche Songs auf dem Album. Also geht es ja auch um Trennungen, um einen Selbstmord. Und bei manchen Stellen hat man das Gefühl, so genau wie die Texte verwoben sind und hingespitzt sind. Und gerade zum Beispiel bei dem Selbstmordlied gibt es so 3, 4 Stellen, die sind ungewöhnlich sloppy für ihn, wo man aber denkt so, das ging jetzt so nah, also man kann sich so vorstellen in dem Moment so, nee, lass mal, und wenn man den jetzt nochmal dazu quält, einen halben Tag da dran zu sitzen, dann bricht ja irgendwie alles auseinander. Und ja, es ist genauso, weil also auch das ist eine wahre Geschichte, dieses Selbstmordszenario, und dann überhaupt die Entscheidung, lass einen Song darüber machen, ist eine schwere gewesen. Die Arbeit an dem Song war sehr schwer, die Tage danach waren schwer, das war alles einfach so, wie das Feeling des Songs ist, und da geht es dann halt nicht darum, ob man das nochmal besser einsingen kann und die Stelle und dies und das, so, das darf da ruhig ein bisschen sloppy sein, solange das Gefühl da transportiert wird, und das tut es halt. Ne? Also da geht es dann um andere Sachen. Da muss man erkennen, hier geht es jetzt nicht darum, sing das nochmal ein, sing das nochmal ein. Das war ziemlich schicksalhaft, weil das auch zum Ende der Albumproduktion war, und wir haben für das Album nicht mehr Songs gemacht, als da auch drauf sind. Das heißt, wir hatten halt 9 Songs und der 10. fehlte noch, und dann ist das eben passiert. Tretti war total raus erstmal, und wir haben gedacht, Gott, wie kriegen wir dieses Album fertig und wie geht er jetzt damit um? Und zwar einen Song darüber zu machen, deswegen in vielerlei Hinsicht der einzige Ausweg sozusagen. Und dann war halt, es war härtestens, also er hat es halt aufgenommen, wir saßen da, also bei uns in der Küche, wir saßen da alle mit so einem Kloß im Hals. ja, das Fiese ist ja, man hat es ja auch, selbst wenn man das so erwachsenen Menschen vorspielt, so mit, schau mal, sowas hören sich deine Kinder gerade so an. Und, aber sowas gibt es da auch. Und also so, keine Ahnung, nach Raf Camora spielst du dann halt mal sowas vor. Und dann, selbst denen fällt es sofort auf, dass, also ihr habt ja eben vom Blues gesprochen. Und gerade dadurch, dass es an den entscheidenden Stellen dann nicht mehr so super durchdesignt ist, und also überträgt sich ja ein ehrliches Gefühl, was man so kaum noch gewohnt ist in einer Plattenaufnahme. Aber das ist halt auch der Trick, ne? Fehler mitnehmen, Sachen, die aufs Erste nicht so schön erscheinen, mitnehmen und halt eben nicht jetzt den Hollywood-Move machen und 5 Stimmen aufnehmen und die dann noch zusammenrechnen zu einer, bis es so perfekt klingt, dass du die Stimme nicht mehr von einer anderen Stimme unterscheiden kannst. Ich finde halt, wir haben relativ wenige Doppelungen in unseren Songs, wenn man sich jetzt mal die Vocals anguckt, kaum Adlibs. Eine gut aufgenommene, gefühltransportierende Mainspur muss reichen, denn so war das früher halt auch. Also wenn man sich so Platten anhört, das kann reichen, wenn jemand etwas zu sagen hat, der Song gut ist und das Gefühl ehrlich ist. Und meistens, wenn man versucht, mehr zu machen, dann versucht man nur zu kaschieren, dass es eigentlich nicht reicht. Also wenn man da ganz ehrlich ist, muss man sagen, oh, das wird jetzt nicht besser dadurch, dass wir das noch was drauf, noch ein bisschen Zuckerguss drauf hier und bla bla. Dadurch wird es meist nicht besser. Ja, Reverb ist nicht die Antwort auf alle Fragen. Nein. Und was uns dann eben hierhin zurückbringt, weil das ist ja was ihr wahrscheinlich, könnte ich mir fast vorstellen, bei Dub und Dancehall und so auch gelernt habt, eben der Mut zu den Pausen und zu zeigen, im Video ist es dann ja meistens ein schwarzes Slide, und ihr habt ja auch ganz oft diese Tempo-Stops drin, und es wird mal was verhallen lassen und auch aushallen lassen. Zeig uns doch mal, was die einzelnen Teile in dem Stück eben so waren. Wir fangen mit der Kuhglocke an. Und spielen an der Stelle nicht den Will Ferrell. Also das ist die berühmte 808 Kuhglocke. Und davon ausgehend habe ich mir die erstmal angehört und rausgefunden, dass es eigentlich ein Sound ist, der ein Zweiklang ist. Und ich kenne mich nicht wirklich mit Musiktheorie aus, aber ich habe es gegoogelt und es ist eine Quinte. Das bedeutet, dass da 5 Halbtöne zwischenliegen. Um das zu verdeutlichen, habe ich das mal kurz. Also ihr wisst, was ich meine. Das ist sozusagen ein Ton, der aus
2 Tönen zusammengesetzt ist. Und dann haben wir diesen Ton in einen Sampler geschmissen und einmal runtergepitcht, also tiefer gemacht. Eine Oktave und noch eine Oktave. Und das ist ja eigentlich auch schon das Break also das ist sozusagen bis zum Schluss übergeblieben, weil ich irgendwie diese Transition so geil fand, dass man halt hört, was ist der Ursprungssound und dann geht es halt über in diesen Grundsound von dem Beat. Genau. Ich meine, das Tolle an so einer 808 ist ja, dass sie in fast jedem Genre der letzten 37 Jahre eine ganz entscheidende Bedeutung hatte, Ja. eine wahnsinnig limitierte Maschine eigentlich ist. Und man denkt immer, es ist einfach alles damit schon gemacht worden. Ja, aber das Geile ist, also die Sounds sind sehr stark verbiegbar, also man kann die durch Tonhöhe und Länge und also Attack, Sustain, Release, also sehr stark verformen und deswegen sehr vielfältig einsetzen und man erkennt sie immer wieder, wie zum Beispiel diese Cowbell. Und deswegen sind die halt inhaltlich aufgeladen sozusagen. Also man hat immer Assoziationen damit und eben diese 80s-Assoziation, Gameboy-Sound ist vielleicht auch das, was diesem modernen Beat so ein bisschen so einen Retro-Touch gibt, weil Retro-Touch ist ja nur dann Retro, wenn man sich an etwas erinnert fühlt. Nun, als die Maschine rauskam und war die ja erstmal ein Flop, dann wurde sie ja wieder von Leuten, die keine Kohle hatten, entdeckt, weil es sie billig irgendwo im Second-Hand-Laden gab. Genau, und heutzutage hat keiner diese Maschine, aber jeder hat das Sample-Set. Eben drum, also wenn man die damals tunen wollte, musste man das Ding halt aufschrauben, die Lötbahnen unterbrechen, da ein Poti reinbauen, irgendwie das Kabel rauslegen, damit man das halt auch so hinkriegt. Und ich wage zu behaupten, dass 90% der Menschen, nicht nur in Atlanta, die damit arbeiten, so ein Ding noch niemals auch nur auf einen Kilometer gesehen haben. Ich habe mal eine gesehen, aber nie eine besessen. Und dann habe ich diesen Ganz tiefen kurz, Ton. bevor wir da hinkommen, nämlich, weil du spielst hier gerade alles aus deinem Rechner raus. Ja. Das sieht jetzt nicht so aus, als gerade wenn du eine Mal gesehen hast, als wärst du der größte Equipment-Fetischist aller Zeiten. Das ist das Studio. Ja, und das ist das zweite Studio. Und dann haben wir noch eigentlich so ein drittes für Videos und Fotos. Und das ist unser Setup und mehr brauchst du heutzutage nicht. Das ist sehr staubwedelfreundlich. Ja. Aber wenn man ehrlich zu sich ist, also ich meine, keine Ahnung, wie viel können diese Maschinen, wenn man Ideen hat, dann reicht das vollkommen. Hier zum Beispiel geht Logic ist hier an und da ist eine Mini-Klinke, mit der geht das hier in den Rechner. So haben wir das Tretti-Album produziert, also ohne Soundkarte sogar. Also ist sehr keine dieser 96 Kilohertz. Naja, die Vocalaufnahme ist dann halt schon eine ordentliche Kette, aber das ist auch das einzige praktisch, ne, was da, also keine Ahnung, die Vocalkette ist ein ordentliches Mikrofon, ein ordentlicher Kompressor, einfach eine ordentliche Kette und eine gute Abhöre, sodass du die Sachen hören kannst. Aber das ist es an Setup. Unser Studio ist maximal minimalistisch, da steht halt nichts rum. Ne? Und am Ende, also auch die Fertigstellung, wir haben es auch selber gemischt, alles in dem Laptop. Und dann habe ich die Kuhglocke aufs Keyboard gelegt. Und dann spielt das halt eine Melodie und dadurch, dass es halt 2 Töne sind, die sich immer so miteinander verschieben, hat man schon fast eine Akkordfolge. Das heißt, man muss immer nur einen dritten Ton dazu addieren und hat dann automatisch einen Haufen Mollakkorde. Ah nee, das ist hier. Ja, ich habe mich sehr gefreut, als das funktioniert hat, weil die Cowbell sozusagen die Akkorde fast schon so diktiert. Also
dann hat sich das fast von selber ausgerollt. Und dann war die Frage, was macht man für eine Snare? Die gleiche Cowbell. Mit Reverb. Genau, und dann... Genau, also im Grunde gibt es nur noch ein Basslayer, was auch aus der 808 kommt, und noch ein Piano, was so da drüber klimpert, aber das war's schon. Und wir haben uns dafür entschieden, auch keine Hi-Hats oder nochmal eine lautere Snare oder so da reinzumachen, weil alles, was in diesem Frequenzbereich ist, wo die Stimme ist, bleibt frei, damit er halt den maximalen Raum hat. Wo du eben aufgeladen gesagt hast, wie sehr, gerade wenn es jetzt hier um so ein sehr deutsches Thema geht, sitzt du denn dann da und überlegst so, oh, kommen wir jetzt hier in so eine Gefühligkeit rein, die vielleicht irgendwie schwierig wird, oder kommst du da unbedarft durch? Ich glaube, das war ja losgelöst voneinander. Ne? Also er hat halt sich mit der Cowbell beschäftigt, weil jeder Beat mit Cowbell ist in Trettys Welt ein guter Beat. Deshalb haben wir uns die Sache mal genauer angeschaut. Ne? Und ich erinnere mich daran, wie ich dann zum Studio kam und er mir das ungefähr genauso vorgestellt hat, so guck mal, das ist die Entwicklung, so geht das weiter und das ist es eigentlich, einfach mal so auseinandergenommen hat. Also das hatte keinerlei Verbindung zu irgendeinem Thema, irgendeinem Song. Die Musik war eigentlich losgelöst von dem, was es nachher geworden ist. Deshalb. Und wie sind dann die beiden Teile so zusammengekommen, dass es Arsch auf Eimer passt? Das ist dann halt diese beschriebene Aufgabenteilung von uns, dass wir alle eigentlich wissen, also es ist, ihr könnt es euch vorstellen, so es gibt halt diesen Pool und das ist unsere Dropbox und da ist dann halt de facto eine Textdatei drin, wo halt der Text zu grauer Beton drin ist. Das heißt, wir wissen, es gibt diesen Song, es gibt vielleicht sogar irgendwo ein Demo oder Tretti hat dir das mal am Telefon vorgesungen und dann haut es halt irgendwie hin, nicht immer, aber manchmal, dass man die Sachen richtig zusammenbringt. Und das war einfach der Moment im Studio, ich kriege diesen Beat so präsentiert, wie er ist und keine Ahnung, wahrscheinlich 2 Tage vorher hat Tretti mir noch Grauer Beton irgendwie so halb vorgesungen. Und dann meinte ich, oh, okay, ich glaube, da gibt es einen Text für. Ja, ich glaube auch, also nur das Piano ist eine sehr schnulzige Ballade, also sehr drüber irgendwie und Produktion ist ja eigentlich immer so Mikroentscheidungen, ja, nein, wovon mehr, wovon weniger und irgendwie dieses Gleichgewicht zu finden zwischen 808, was halt irgendwie Straße und Hip-Hop ist, zu so das so unter dieses kitschige Piano zu legen, sodass man damit irgendwie noch so durchkommt, ist halt der Trick, denke ich. Betreibt ihr Krieg mit dem Kitsch oder gegen den Kitsch? Schon deutlich gegen, ne? Das ist schon unser Feind. Aber es ist ja keine einfache Linie, an der man da entlang... Ja, wenn man seinen eigenen Geschmack gefunden hat und dem ein bisschen vertraut, ist es sehr einfach. Also da muss man ja wirklich nur auf seine innere Stimme hören und dementsprechend die Entscheidung treffen. Das ist eigentlich eine recht einfache Sache. Man muss sich da einfach nur trauen, sich zu vertrauen irgendwie. Aber auch dahingehend ist Dancehall ja keine ganz schlechte Schule, weil da hat man ja mitunter schon auch ein sehr beherztes Ja zum großen Gefühl drin. Klar, aber ich weiß nicht, ob das nur bei Dancehall so ist. Also wenn man jetzt halt Soul hört oder so, also es gibt ja diese ganzen Untergenres, der Liebessong, dies, das und der eine ist ein bisschen drüber, der andere trifft genau den Nerv. Das gibt es, glaube ich, in allen Genres und
das muss jeder, glaube ich, für sich selber entscheiden, wo die Grenze ist. Die ist ja für jeden auch woanders so, ne? Wir haben halt glücklicherweise eine relativ gleiche Grenze in Sachen so, wo macht es so im Nacken peinlich, tut weh. Das ist, glaube ich, ein großer Punkt, dass wir da so die gleichen Koordinaten haben. Weißt du noch, das Vocal Recording war halt auch special, weil er halt eigentlich eine total kaputte Stimme hat. Ich finde, das addiert sich ganz gut zu der Stimmung von diesem Song und macht es vielleicht auch noch ein Stückchen unpeinlicher. Und er war auch dagegen eigentlich, dass wir das Recording verwenden. Grauer Beton ist eigentlich ein richtig schönes Beispiel so für, Magie will ich nicht sagen, aber es gibt ja so Sachen manchmal in so einem Produktionsprozess, die kann man genau benennen und dann macht der eine halt mit seiner Cowbell dies, das und trimmt die halt so, dass das irgendwie alles super ist und der andere, jeder macht halt so sein Ding. Aber wenn man das jetzt so ein bisschen auseinander nimmt, es gab halt den Text, Fizzle hat halt so ein paar Bilder zusammengestrichen, dass das halt alles passt. Dann hat Chris halt den Beat gemacht. Ich habe das irgendwann zusammen, glaube ich, auch erst gehört. Den Text habe ich vorher gelesen. Den Beat habe ich erst gehört mit dem ersten Demo von Grauer Beton, glaube ich, zusammen. Und für mich, weil es ist ja auch irgendwo so meine Geschichte, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oh Gott, wie löst man das? Was ist das für ein Beat? Was kann das sein? Und es passt halt perfekt. Und dann war natürlich auch irgendwie klar, okay, man macht diese gebrochene Stimme noch da drauf, die eigentlich nicht perfekt ist und Tretti will es nochmal neu einsingen und dann irgendwie so, okay, du stehst halt vor einer Aufgabe, musst halt ein Video machen zu einem Thema, und da ist alles irgendwie richtig schön, perfekt, on point zusammengekommen. Die Aufnahme ist auch das erste Demo noch. Er kam nämlich von Tour und war total heiser. Ich spiele das mal vor. Ja, gutes Beispiel für nicht gerade die perfekte Vocalaufnahme, aber mit ganz viel Gefühl drin, ne? Und da erkennt man dann auch, wie viel wert das ist, wenn ein Künstler dir vertraut. Also, dass du dann sagen kannst, nee, Alter, das muss genauso sein. Lass das mal bitte so und mach jetzt nicht irgendwie, wenn du ausgeruht bist, nochmal die ordentliche Version des Songs, weil ich glaube, das hätte es safe zerstört. So, das wäre dann kaputt gegangen. Und da sind wir halt wieder bei diesem Bild von dem Foto am Anfang, wo man sich halt selber nicht drauf gefällt und dann die eigene Eitelkeit oder das Künstlerego vielleicht sagt, ja, hier singe ich aber nicht so schön oder zeigt nicht, was ich eigentlich kann. Und wir dann aber aus einer Außensicht sagen, das ist trotzdem die stärkere Version. Und auch Tretti, der halt vertraut, der da mitgegangen ist, genau so wie das mit dem Video war. Ich hatte halt eine Vision davon, habe das geplant, habe versucht, das irgendwie zu transportieren, was man halt an dem Tag vorhat. Und dann, als das Video fertig war, meinte Fizzle, glaube ich, ja, jetzt verstehe ich das. So, und da haben die beiden und Tretti mir halt auch einfach total vertraut und haben gesagt, mach dein Ding, fertig. So ist das wichtig in einem Team, dass man wirklich den anderen auch mal machen lässt, weil oft versteht man an Sachen auch erst am Ende, ne? Also man hat so seine Vorstellung von so und so wird das laufen und vielleicht stellt man sich das scheiße vor, aber das läuft halt ganz anders. Das endet halt da und dann magst du es so. Deshalb muss man das manchmal auch einfach laufen lassen und die Leute so ihr Ding machen lassen. Ich finde, du hast Kitschkrieger zusammengefasst, mach dein Ding, fertig. Ja. Heißt es, so eine Entscheidung wie an der Stelle, wo der Text sich auch ändert, dann halt in eine andere Oktave zu gehen und sowas, war das schon vorher da oder überlegt man sich das dann? Das ist meist Teil der Aufnahme, ne, dass wir uns dann, ist immer Teil der Aufnahme. Während der Aufnahme trifft man diese Mikroentscheidung, oh, geh an der Stelle mal hoch, hier ein bisschen weniger, bla bla. Und wir haben, glaube ich, auf dem ganzen Album wirklich keine Aufnahme neu gemacht. Also es ist nicht nochmal und dann nochmal hier richtig, sondern immer, wir machen ein Lied so zu Ende, treffen die Entscheidung in dem Moment und dann ist es halt,
es ist wirklich so geblieben. Das ist krass beim Album so. Wir haben uns eher davor Gedanken gemacht, was für ein Lied braucht es noch. Das meine ich mit diesem, dass wir im Gegensatz zu den EPs, wo es eher um den Moment, um die Crew und was beschäftigt mich jetzt ging, sind wir dazu übergegangen zu sagen, wir wollen ein Album machen, wir wollen 10 Songs machen. Was fehlt noch in diesem Spektrum, musikalisch und auch textlich? Wenn man jetzt so einen Take nimmt, der nicht perfekt ist, der so einen ganz besonderen Moment abbildet und es darum geht, das Ganze dann nachher live 30 Abende hintereinander immer wieder neu zu performen, die Leute haben eine gewisse Erwartungshaltung. Wie sind die Überlegungen da? Wie ist der Prozess dazu? Wie man was ändert oder präsentiert? Ich glaube, dadurch, dass die Lieder sehr einfach sind, also du hast halt jetzt nicht irgendwie die großen Stunts in Sachen Vocal Edits, dies, das und so ein Kram, sondern eher halt, wie gesagt, diese eine gute Mainspur, die reichen muss und ein Gefühl transportieren muss, die ist sehr ehrlich. Dementsprechend ist es auch sehr einfach zu performen für jemanden wie Tretti. Also der hat jetzt kein Problem, diese Lieder zu performen, weil da jetzt nicht irgendwie die künstlichen und hier kommen wir noch hin und das geht noch und bla bla. Der Kram fällt halt weg. Ne? Das ist alles in seinem Spektrum und dementsprechend auch einfach für ihn. Und natürlich ist generell unsere Musik sehr leer. Der hat halt Platz da für seine Stimme. Ne? Das macht es halt einfach für ihn und schön zu singen. Wart ihr neulich in Chemnitz dabei? Nee, wir waren nicht in Deutschland. Wir haben das so im Internet verfolgt, was da passiert ist und uns natürlich dazu auch ausgetauscht, wie er da hingeht, was er da macht und so. Und das ist ein Thema, was dem sehr am Herzen liegt, weil ja, es ist seine Geburtsstadt und das begleitet ihn seit Kindertagen, dieses Problem. Deswegen, ja, also wir waren nicht dabei, aber wir haben das so im Internet verfolgt. Ne? Wobei absurderweise in dem Stream, der dann von dem gesammelten Konzert war, genau das Lied ja fehlt. Also der fängt ja erst genau danach an. Ah, okay. Das ist total ja, cool. so gut gemacht, ja. Bevor wir zu Fragen aus dem Saal kommen, vielleicht nochmal kurz auf 1, 2 andere Künstler, mit denen ihr auch gearbeitet habt. Ja. Also Herr Bargeld zum Beispiel, glaube ich, macht aus einem 16er von Tretti ein ganzes Album, so was Text angeht, oder? Total. Und da kann man jetzt sagen, was soll das? Was ist das für ein Scheiß? Oder man kann sich halt darauf einlassen und erkennen, dass das vielleicht genauso viel Gefühl transportiert wie irgendjemand, der dir jetzt halt 3x16 Bars plus Hook und Bridge an den Kopf rappt. In unserem Fall finden wir dann halt so einen Bargeld-Track irgendwie ausreichend. Ne? Also mir fehlt da jetzt nicht Text, sondern der transportiert so viel Gefühl, dass man das Gefühl hat, so das reicht, ne? Das ist zufriedenstellend. Soll ich euch einen zeigen mit richtig viel Text? Und richtig ja. viel Gefühl. Ja. Bargeldgefühl. Ja, das ist dann eher so der Kanye West-Ansatz. Ja, vielleicht schon. Muss man sich trauen, aber finde ich, wenn man sich dann darauf einlässt, vermisse ich da nichts. So bin ich total glücklich mit dem Gefühl und was das transportiert. Ne? Also wir hatten die Diskussion intern auf jeden Fall. Ja, was soll das? Ein Tag im Studio und das ist jetzt die Ich hab Aufnahme? das mega, dem kommt so eine Vocalspur an. Das ist ja noch einer der ergiebigeren Ergüsse von Herrn Bargeld. Ja, es gibt auch einen Song, Party, Leben. Party, 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 Leben. 2 Wörter. Ne? Die musste ich selber loopen noch. Ja. Das kann wirklich so. Und dann ist wirklich die Antwort darauf, so glaub mir, das ist wirklich, achte mal drauf, wie krass dieses eine Wort und so. Und das ist halt auch am Ende wirklich, ja, es ist Kunst oder kann das weg, aber gibt immer diese Ebene von sich ganz lange mit dem Künstler hinzusetzen, um dann eventuell diese 3 Wörter, diesen einen Satz oder diese eine Hook da rauszufiltern, die es dann ist. Da braucht man viel Geduld für, die ich nicht habe. Ja, und das stammt halt wirklich, also so ein Tag ne, mit so einem Party-Lebenssong ist dann halt wirklich 8, 9 Stunden lang aufgenommen. Also wir haben richtig viel Vocals. Es ist jetzt nicht so, dass das Einzige ist, was wir haben, aber aus irgendeinem Grund ist es dann das, was wir denken, lass das mal nehmen. So. Genau, ist die Reduktion. Und ich laber immer von, ja, das ist dasselbe bei den Beats, das ist dasselbe bei den Fotos, aber es ist tatsächlich so, weil
rein von den Mitteln haben wir ja den Zugriff digital auf alle Sounds, die es gibt und man kann sich auch einen Bläsersatz dazu holen und was man halt will. Aber es gibt halt auch diese Limitierung darauf, was ist Kitschkrieg sozusagen, also was ist die Band oder das Orchester oder das Vokabular, was wir benutzen wollen. Und da ist dann halt immer die Antwort, es sind halt immer dieselben 5 Sounds oder es ist immer derselbe 16:9 Schwarz-Weiß-Look. More Cowbell. Wie anders hat man sich denn jetzt so im Vergleich so 8, 9 Stunden mit nicht Plixer Bargeld, sondern mit Herrn Megalo vorzustellen? Das ist natürlich das Gegenbeispiel zu Joey Bargeld, ne? Da reimt sich halt jede Silbe auf die nächste, sodass man es selber gar nicht mehr nachvollziehen kann und es ist halt so kleinteilig gereimt und gerappt, das ist halt einfach ein anderer Sport, ne? Und da muss es dann genauso sein, da muss halt der 16er oder wie lang das Ding auch immer ist, da muss dann halt viel passieren, der ist in einem anderen Ding unterwegs. Lustigerweise ist es dann so, dass jemand wie Megalo und Joey Bargeld sich total super verstehen, weil die halt raffen, oh krass, du bist so weit links außen, ich stehe hier, interessant. Ne? Also dann fragt ein Megalo, ein Bargeld, wie schreibst denn du deine Texte? Und das ist eine relativ obskure Situation, wenn der das dann erklärt, so, ja, keine Ahnung, hier, so, und dann habe ich die 3, ja, fertig. Ne? Okay, cool, danke. Ja, und heißt es andersrum, der schaltet ab nach, was, einem halben Takt, oder? Der Bargeld? Nee. Der hat halt einfach diese Gabe, das so weit runter zu destillieren, dass es dann am Ende bei diesen paar Sachen endet, aber das so ein konkretes Bild zeichnet, dass es reicht. Also ich weiß, wenn wir zum Beispiel ins Studio gehen und du wirfst so ein Beat an und sagst, schreib was, dann sitzt der wirklich da und schreibt, überlegt sich was. Und wenn der fertig ist, muss der selber lachen. Ne? Dann lacht der mit so. Und dann präsentiert er diesen einen Satz oder dieses eine Ding. Und wie gesagt, ich finde, das ist unfassbar krasses Talent, das auf so wenig runter reduzieren zu können und trotzdem kommst du damit durch. Das ist ja praktisch das Schwierigste, was es gibt irgendwie. Also ist er der Johnny Lydon des Deutschrap, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Und, also okay, ihr habt Punk, ich meine, was ist Megalo? Ist er Sprinter, Zehnkämpfer, irgend sowas? Ist halt einfach der Rapper, ne? Also wenn du Rap machst in diesem Bereich, dann musst du das so machen wie der. Der ist halt ein richtiger MC, so im klassischen Sinne. Das muss man nicht vergleichen, das ist halt ein anderer Sport. So. Und das kann dann auf gleicher Musik passieren, aber die sind grundlegend anders. Es ist einfach ein anderer Sport. Genau, aber was halt gleich bleibt, ist bei diesem Projekt Herb and Mango mit ihm und Trettmann ging es trotzdem darum, eine musikalische Form zu finden, die das halt hörbar macht. Und in dem Moment konnte man diese beiden Stimmen so ein bisschen gegeneinander leveln. Und ich erinnere mich auch da, dass wir die Verses halt gekürzt haben, also 12er statt 16er, damit es halt nicht so Längen entwickelt, sondern halt immer noch trotz diesem ganzen Wortsport sich halt nicht nur nach des Sportes willen anhört, sondern dass es halt trotzdem der geile Song immer übergeordnet ist. Moment mal, ihr habt Schreibern ein Viertel ihres Inhalts weggenommen. Ja klar, das ist unser Job. Also das hört sich jetzt so lustig an, aber was ist denn sonst unsere Aufgabe? Einfach nur Rekord drücken und alles nehmen, was du kriegst? Nee, du musst halt schon auch ein bisschen deinen Job tun und der Job ist halt dann gewisse Sachen streichen, sagen das nicht, das bitte anders, das ist halt produzieren. Das ist unser Job so. Das hörte sich so an, als sollten wir da kurz reinhören und ihr könnt euch vielleicht schon mal die Fragen überlegen und dann kommt eine freundliche Person mit einem wahnsinnig gut klingenden Mikrofon und wenn ihr ein Handzeichen gibt, dann wird es soweit sein. Aber erst hören wir mal Anorak von Megalo, Trettmann und uns. Also jetzt mal Butter bei die Fische. Wie wichtig ist es denn für das künstlerische Überleben, auch finanziell gesehen, so in Spotify-Zeiten, dass deine Stücke tauglich sind für so Gym-Playlists? Ja, Gym-Playlist, okay. Natürlich kann man das so sehen, so, aber
dass das wichtig ist, weil du verdienst halt nur noch über Streaming und diesen Kram Geld. Also im Falle von dem Kram, den wir jetzt machen, wir touren nicht rum, treten nicht live auf und so ein Kram. Das heißt halt, es geht darum, wie viel Musik verkaufst du oder streamst du. Ne? Dann kannst du dich jetzt darauf konzentrieren, in diesen Playlisten zu landen. Und da ist es halt gerade so, dass es wahrscheinlich am einfachsten ist, den bestehenden Sound genauso zu machen, wie die Leute dran gewöhnt sind und halt keine Ahnung, man hört da ja rein und denkt so, okay, die 20 Songs hören sich im Großen und Ganzen alle gleich an. Also es ist halt das gleiche Muster, der gleiche Baukasten. Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist, aber es ist halt eine Art von Musikstück. Da kann man mitspielen. Oder aber, was in unserem Falle geklappt hat, man kann halt auch einfach was Gegenteiliges machen und dadurch auffallen. Dann haut es auch wieder hin. Dann landet man auch in Playlisten und wenn man Musik macht, die die Leute irgendwie packt, berührt, dann packen die ja auch in ihre eigenen Playlisten. Also man muss ja nicht nur in die Editorial-Playlist, sondern wenn ganz viele Leute das ihren Freunden schicken, in ihre Playlisten packen, dann kriegst du auch deine Plays zusammen und dementsprechend auch dein überlebenswichtiges Geld so. Das hat sich gerade so angehört, als hättest du noch so einen Geheimplan. Das gab jetzt schon nicht mehr so richtig lange was Neues von euch da, oder? Also verdächtig fast, oder? Ja. Willst du ein Datum sagen? Für Daten ist doch jemand anderes zuständig. Willst du nicht? Ja. Stille. Also vielleicht gäbe es Geheimnisse, die irgendwann aufgelöst werden, aber hat jemand ein Mikrofon und hat zu dem Mikrofon auch eine Frage? Ein Handzeichen ist da hervorragend. Ups. Okay, gut. Hallo, grüß euch. Erstmal wollte ich sagen, ist ein bisschen laut, ne? 808 ist die Macht, bleibt doch so. Dann wollte ich euch eine Frage stellen, allen drei. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wir als Menschen wollen ja gemocht und geliebt werden. Und es gibt, glaube ich, so zwei Gruppen an Menschen, für die das aber nicht ganz so produktiv ist. Die einen sind so Bösewichter im Wrestling und die anderen sind so Künstler, die so aus so einer Außenseiterrolle kommen. Und jetzt werdet ihr völlig zu Recht für eure Kunst in den letzten Monaten und Jahren geliebt, so von Leuten, die hier sitzen, mich inklusive. Wie wirkt sich das aus auf eure Kunst, auf euer Tun, dass man nicht mehr so aus diesem Außenseiterbereich kommen kann oder kommt? Ja, ist natürlich ein berechtigter Punkt, diese Frage, dass du halt, es gibt ja dieses Phänomen, ne? Dann strugglest du nicht mehr, dann bist du satt, dann wird es langweilig. Ich glaube, in unserem Falle, wir sind da nicht ganz so anfällig für, weil wir haben das immer gemacht. Wir sind praktisch so, keine Ahnung, es geht gar nicht anders. Ich meine, wir haben das 10 bis 15 Jahre komplett erfolglos gemacht. So wirklich mit Scheiße, wie kriegst du die Miete zusammen? Modus. Und das über so einen langen Zeitraum zeigt halt wahrscheinlich, dass es einfach nicht anders geht. Und jetzt ist es einfach die Phase, wo alles möglich ist, du mit allen deinen Helden arbeiten kannst und die genießen wir und versuchen den gleichen Modus beizubehalten, die Musik zu machen, die uns gefällt. Unser Geschmack hat sich nicht geändert und ich glaube wirklich, wir sind da einfach nicht so anfällig für, weil der Erfolg ja auch mit ein bisschen Alter im Rücken kam. Wenn uns das mit 20, 25 passiert wäre, wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber so ist es einfach nur Dankbarkeit, ins Studio gehen zu können und da die Leute zu treffen, von denen man Fan ist und mit denen Musik machen zu können. Deshalb ist es, glaube ich, relativ safe. Und ein Symptom dessen, oder was sozusagen, ich kann nicht sagen, mach dir keine Sorgen, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie wo sind und einen Preis annehmen sollen oder so, ist uns das tendenziell immer eher unangenehm und wir wollen dann schnell zurück und allein im Studio sein. Ja, wir machen das wirklich, weil wir die Sache lieben. Das macht halt Spaß, Musik zu machen und dann Fotos dazu zu machen und Videos zu machen. Deswegen machen wir das. Gibt es Künstler, mit denen ihr
gerne zusammenarbeiten wollt, also jetzt aus dem Deutschrap oder auch vielleicht international, wo ihr auf die zugeht oder wartet ihr, dass die auf euch zukommen? Wir gehen eigentlich gezielt auf die Künstler zu. Also es kommen auch Künstler auf uns zu natürlich und stellen Anfragen und wir gucken, ob wir Lust haben oder nicht, aber wir arbeiten unsere Wunschliste schon ab jetzt in dem Moment, wo es möglich ist, ja. Ja, das stimmt. Das sind die Geheimnisse. Es gab den Gag, unsere To-Do-Liste sieht aus wie eine Wunschliste. Ja. Weitere Fragen vielleicht? Da hinten hat es gezuckt. Nein. Nein, nein. Bueller. Ja, jetzt. Aha. Mach ruhig. Muss es immer ein komplettes Kitschkrieg-Produkt sein? Also kann es auch sein, dass sie zum Beispiel ein Video für jemand komplett anderen dreht, weil sie Bock drauf hat und ihr dafür kein Beat macht? Oder sollte es immer ein ganzes Kitschkrieg-Produkt sein? Muss ein ganzes Kitschkrieg-Produkt sein. Wir haben es einmal anders probiert und es hat uns nicht glücklich gemacht. Aber ich mache auch gerne ein Foto von dir. Ohne dass die ja sagt. Dann wäre das wohl der Zeitpunkt, an dem wir alle unsere Hände zusammenführen und diesen Menschen danken und uns freuen auf das, was kommt. Einen schönen guten Abend. Vielleicht kriegen wir zum Abschluss nochmal, wir haben mit Billie Holiday angefangen, nochmal das Video dazu und vorher sagen wir vielen Dank und Kitschkrieg.